Das heutige Video wird euch präsentiert von Busuu. Freunde, oder Moment, sollte ich lieber sagen, liebe Muggels? Ja, richtig gehört. Das heutige Video wird ziemlich magisch, denn wir tauchen heute ganz tief ein in die mysteriöse Welt von Harry Potter. Mehr als 20 Jahre ist es inzwischen her, dass die ersten Harry Potter-Filme auf die Kinoleinwände kamen. Die Filmreihe erzählt bekanntermaßen die Geschichte eines jungen Zauberers, der auf die Zauberschule Hogwarts geht und dort im Laufe der Zeit mit allerhand bösen Antagonisten zu kämpfen hat. Du weißt schon wer. Gedreht wurde die Harry Potter-Reihe im gesamten Vereinigten Königreich, zum Beispiel in England und auch in Schottland. Ein Ort allerdings kommt in diesem Film auch ganz besonders häufig vor und das ist natürlich die britische Hauptstadt, London. Und ganz zufällig der Ort, an dem ich mich gerade befinde. Also lasst uns das machen, was wir am besten können. Lasst uns die Drehorte finden. Zeit für eine neue Filmsafari zu Harry Potter aus London. Expecto Patronum. Hi, ich bin Matthias und auf meinem YouTube-Kanal zeige ich euch regelmäßig die Drehorte bekannter Filme und Serien. Wenn euch gefällt, was ihr seht, dann abonniert gerne meinen Kanal. Und wenn ihr meine Arbeit unterstützen wollt, dann abonniert mich bei Patreon oder werdet Kanalmitglied hier auf YouTube. Dann bekommt ihr exklusive Inhalte und neue Videos vor allen anderen. Aber jetzt geht's erstmal los mit dem neuen Video. Der erste Drehort, den ich euch heute zeigen möchte, ist mit Sicherheit auch der berühmteste Harry Potter Drehort überhaupt hier in London und das ist natürlich der Bahnhof, wo Harry seinen Zug nach Hogwarts nimmt, am Gleis 9 3/4. Und diese Szenen wurden an zwei verschiedenen Orten gedreht. Die Szenen im Bahnhof selbst wurden hier gedreht, an der King's Cross Station, und die Szenen außerhalb des Bahnhofs wurden hier gedreht, an der St. Pancras Station, weil dieses Gebäude offensichtlich deutlich hübscher ist als dieses hier. Ja, fangen wir doch erstmal draußen an. Da sehen wir dieses wunderschöne, prunkvolle Gebäude in seiner vollen Pracht. Und in der Realität ist diese Seite dieses Gebäudes tatsächlich ein Hotel. Das St. Pancras Hotel, da kann man für sehr viel Geld übernachten, wenn man denn möchte. Es hat also überhaupt gar nichts mit Bahnhof zu tun, auch wenn dieses Gebäude in den Harry Potter Filmen als Bahnhofsgebäude verkauft wird. Wir sehen hier, wie das wunderschöne Auto der Weasley Family hier abhebt. Das sehen wir hier heute natürlich leider nicht. Was wir aber entdecken können, ist, links über diesem Torbogen steht in der Realität tatsächlich auch St. Pancras. Das wurde für den Film tatsächlich entweder wegretuschiert oder tatsächlich komplett abgehängt. Und wir sehen auch im Film, ist der untere Bildrand so ein bisschen abgeschnitten. Deswegen sehen wir dort auch dieses ganze Zeug nicht, was hier in der Realität rumsteht. Beispielsweise Telefonzellen, Bäume, eine Mauer und all so ein Zeug, ein Kran. Hier nochmal aus einer anderen Perspektive. Wir sehen hier nochmal ganz klar über dem Torbogen, genau, da wurde der Schriftzug entfernt. Ansonsten ist das hier halt der Vorplatz des Hotels. Da kann man zwar mit dem Auto reinfahren, wenn man zum Beispiel irgendwie seinen Koffer abgeben möchte oder was auch immer. Kurzzeitig parken ist wohl möglich. Deswegen macht es auch durchaus Sinn, dass die Weasley Family hier ihr fliegendes Auto geparkt hat. Was derweil etwas weniger Sinn macht, ist, dass da ein roter London-Bus durchfährt. Das ist Quatsch. Da gibt es nämlich gar keine Haltestelle für Busse. Taxi macht schon etwas mehr Sinn, genau. Aber ansonsten, ja, wie gesagt, ist das hier der Vorplatz des Hotels. Und das ist totaler Blödsinn, was hier suggeriert wird, dass hier irgendwie Busverkehr oder sowas stattfinden würde. Dem ist natürlich nicht so. Gut, aber halten wir uns mal nicht zu lange an der Außenaufnahme auf. Ich weiß ja, warum ihr hier seid. Ihr wollt natürlich Gleis 9 3/4 sehen und das befindet sich natürlich in der King's Cross Station. Und wenn ihr das Gleis 9 3/4 finden wollt, dann gibt es zwei verschiedene Lösungsansätze. Der eine ist die touristische Variante, denn natürlich gibt es in der King's Cross Station ein Gleis 9 und ein Gleis 10 und ganz in der Nähe dieser Gleise hat man hier für Touristen dieses wunderschöne Ding hingebaut. Also man kann sich ganz wie Harry Potter fühlen und man kann sich auch für Geld tatsächlich vor diesem Trolley fotografieren lassen, wenn man es denn möchte. Ich möchte es nicht, denn ich möchte natürlich den echten Drehort des Gleises 9 3/4 finden und der befindet sich tatsächlich nicht zwischen den Gleisen 9 und 10, sondern zwischen den Gleisen 4 und 5. Schaut mal hier.
Und das hier ist die allererste Szene aus dem allerersten Harry Potter Film, wo der Bahnhof King's Cross zu sehen ist. Und wir sehen, absolut, das wurde von genau dieser Stelle hier gefilmt. Und so unfassbar viel hat sich hier auch gar nicht verändert in den letzten 20 Jahren. Eine Sache ist mir aber durchaus aufgefallen. Das wird auch gleich nochmal eine Rolle spielen. Und zwar ist hier so eine weiße Säule in der Filmszene zu sehen mit so einem Querbalken oben drüber, der über die Gleise drüber ragt. Das gibt es hier heute nicht mehr. Dieses Element wurde irgendwie abgebaut und ich weiß auch gar nicht so genau, was das überhaupt sein soll. Ich habe ja sehr viele Bahnfans unter meinen Followern. Vielleicht mögt ihr mir das mal in die Kommentare schreiben, was das wohl gewesen sein könnte. Meine laienhafte Erklärung wäre, dass das für die Oberleitung des Zuges gedacht ist. Keine Ahnung. Heute ist es auf jeden Fall nicht mehr da. Was man auch durchaus sieht, im Film wurden sämtliche Bahngleisnummern entfernt, was auch durchaus Sinn ergibt. Wie gesagt, das Gleis 9 3/4 ist in der Realität das Gleis 4 und 5, was etwas weiter links jetzt hier ist, wo wir gleich nochmal hingehen werden. Und was auch ziemlich auffällig ist, schaut mal unter dem Dach. Da ist ja so eine ganze Reihe voller Fenster und im Film, komischerweise, sind das alles sehr kleine und sehr runde Fenster. Das sehen wir gleich auch nochmal auf einer anderen Szene. Hier in der Realität sind diese Fenster alle eckig. Und ich weiß nicht so genau, was da jetzt passiert ist, aber ich vermute, das ist das Resultat einer größeren Sanierungsmaßnahme. Apropos Sanierungsmaßnahme. Ach du heiliger Bimbam, was ist denn hier passiert? Ja, hier hat man wohl diese Brücke über die Gleise komplett saniert, irgendwann mal in den letzten 20 Jahren. Wir sehen hier, Hagrid und Harry laufen über diese Brücke und wir sehen hier auch noch so recht historische Brückengeländer. Die hat man hier wirklich komplett entfernt und durch so Glasgeländer ersetzt. Wir sehen auch hier an der rechten Seite ist inzwischen ein Fahrstuhl hinzugekommen. Möglicherweise sieht man den einfach nicht in dem Bildausschnitt, was ich mir aber nicht vorstellen kann. Ich glaube, den hat man tatsächlich einfach wirklich neu gebaut. Und auch eine Rolltreppe gibt es hier in der Realität. Ich weiß nicht, ob die damals schon da gewesen ist, keine Ahnung. Was man aber durchaus sieht, ist das Dach. Das sieht in der Realität ein bisschen grauer, weißer aus, aber es ist immer noch dieselbe Konstruktion. Ne? Das sieht man ganz deutlich auch hier im Film. Genauso wie diese Bögen da hinten an der Wand. Auch da sieht man ganz klar, dass das auf jeden Fall hier gefilmt worden ist. Hier sehen wir Hagrid in der Nahaufnahme. Auch hier sehen wir nochmal das Dach, genau. Es ist exakt dasselbe geblieben. Da hat man offenbar auch nicht so richtig viel dran gemacht. Hier sehen wir Harry, wie er verwirrt auf sein Ticket guckt und dann sieht, oh mein Gott, Gleis 9 3/4, Hagrid, da muss irgendwas nicht stimmen. Ja, kann man heute nicht mehr reproduzieren, weil hier alles neu gemacht wurde. Natürlich spielt diese Szene hier auch noch in anderen Harry Potter Filmen eine Rolle, wie beispielsweise in diesem hier. Hier sehen wir Professor Moody, wie er über diese Brücke läuft. Das wurde von der anderen Seite gefilmt. So sieht das hier aus. Diese Anzeigentafeln, die wir da sehen, wurden auch entweder für den Film entfernt oder sie sind hier neu. Wer weiß das schon? Das Einzige, woran wir uns wirklich orientieren können, sind nur noch diese Torbögen da hinten. Die zeigen uns ganz klar, das ist hier auf jeden Fall von hier gefilmt worden. Ja, und bevor wir zum Gleis 9 3/4 gehen, gehen wir erstmal nochmal diese Treppe hier runter, denn diese Treppe hier, die ist, glaube ich, auch im Film zu sehen gewesen oder zumindest ein Vorgänger dieser Treppe und zwar in dieser Szene hier. Wir sehen Sirius Black, wie er als Hund diese Treppe hinunterläuft und dann rechts in so einen Warteraum läuft und sich dann dort verwandelt. Wir sehen hier natürlich jetzt, das passt hinten und vorne überhaupt gar nicht. Ne? Also zum einen, weil die Treppe nicht mehr so aussieht wie damals. Das wäre mit der Sanierung zu erklären. Zum anderen fehlt auch rechts dieser Warteraum, den man im Film sieht. Da keine Ahnung, kann es natürlich sein, dass man da eine Kulisse hingebaut hat. Möglicherweise existierte hier damals auch so ein Warteraum. Möglich ist alles. Und was natürlich auch überhaupt gar nicht passt, ist rechts hier diese Wand. Die besteht in der Realität aus mehreren Pfeilern. Im Film ist die quasi durchgezogen
gemauert. Also sieht völlig anders aus hier. Das muss aber alles nichts heißen. Es kann trotzdem sein, dass das hier gedreht worden ist und dass man einfach hier diese rechte Seite entlang der Treppe einfach komplett, ja, nachträglich dahin gebaut hat. Das wäre durchaus möglich. Bei diesem Film hat man einfach eine ganze Menge retuschiert und getrickst und möglicherweise hat man auch hier einfach die rechte Seite einfach dahin gezaubert, damit man diese Szene drehen konnte. Jetzt ist es aber tatsächlich soweit. Jetzt gehen wir zum Gleis 9 3/4 und ihr seht hier schon, ja, das sieht auf jeden Fall exakt so aus wie im Harry Potter Film. Es ist aber tatsächlich ein kleines bisschen schwierig, jetzt hier den exakten Pfeiler zu finden, durch den Harry Potter dann durchbricht, um in die Zauberwelt zu gelangen, und zwar aus verschiedenen Gründen. Zum einen fehlt uns hier so ein bisschen dieser Anhaltspunkt. Ich habe euch ja eben schon mal diese weiße Säule mit den Querbalken über die Gleise gezeigt, die heute nicht mehr da ist. Das heißt, wir können uns an diesem Element leider nicht mehr orientieren. Im Film ist das noch zu sehen, da sehen wir hier ganz oben so ein bisschen, ja, da geht so ein weißer Balken quasi über die Gleise, da hätte man sich orientieren können, aber das ist jetzt leider nicht mehr richtig möglich. Das zweite Problem ist, man hat hier offenbar im Film immer mal wieder an unterschiedlichen Stellen gefilmt. In manchen Szenen zum Beispiel ist diese Brücke, über die wir gerade gelaufen sind, nicht zu sehen, wie zum Beispiel in dieser Szene hier. In anderen Szenen wiederum ist diese Brücke zu sehen. Das heißt, man hat hier immer mal wieder an anderen Stellen offenbar gestanden und deswegen ist es eigentlich unmöglich, jetzt hier den genauen, exakten Pfeiler zu finden, durch den Harry Potter und auch die Weasley-Familie durchbrechen. Und was ebenfalls sehr verwunderlich ist, alle Pfeiler, die hier im Bahnhof stehen, sind deutlich dünner, als sie im Film dargestellt werden. Und ich habe mal versucht, das so ein bisschen nachzurecherchieren. Offenbar hat man die tatsächlich mit CGI etwas breiter gemacht, nachträglich im Film. Einfach damit man auch darstellen kann, dass man da durchlaufen kann. Wenn ihr euch das jetzt hier mal in der Realität anguckt, diese Pfeiler sind eigentlich ziemlich dünn und nicht wirklich besonders gut dazu geeignet, ja hier in die Zauberwelt einzutauchen. Ich glaube allerdings, dass dieser Pfeiler, den wir jetzt hier sehen, dass das der Pfeiler ist, durch den Harry Potter im ersten Film durchbricht und wo auch die Weasley-Familie quasi durchbricht. Ich bin mir da relativ sicher, da steht jetzt so ein Wagen vor, dahinter sind Mülltonnen zu sehen. Und hier sehen wir diesen Pfeiler dann auch nochmal in der Nahaufnahme, da können wir das ganz gut vergleichen. Er ist in der Realität deutlich dünner und ist aber ansonsten ja genau gleich wie im Film, also unten so ein bisschen abgesetzt mit diesen Backsteinen da, oben sieht er so ein kleines bisschen anders aus. Genau, also das passt schon ziemlich gut. King's Cross Trolley Point ist es in Wirklichkeit. Da kann man seinen Trolley abholen, abgeben, nach dem guten alten deutschen Einkaufswagenprinzip mit so einer Kette. Und möglicherweise hat man das tatsächlich auch davor gestellt, damit nicht irgendwelche verrückten Harry Potter-Fans ständig da reinlaufen. Kann ich mir sehr gut vorstellen. Hier nochmal die Weasley-Familie mit Harry zusammen aus dieser Perspektive. Das wird von hier gefilmt worden sein. Ja, sieht man hier auch ganz deutlich. Nur eben nicht am Gleis 10, sondern am Gleis 5 müsste es jetzt sein. Ja, das hat man natürlich hier für den Film extra angebracht. Hier sehen wir, wie Harry mit dem Schaffner redet. Das muss hier gewesen sein. Wir sehen hier tatsächlich auch dieses Rohr, was heute schwarz angemalt ist. Das war damals noch ein bisschen anders. Und hier sehen wir dann auch nochmal den Schaffner in der Nahaufnahme. Harry fragt ihn nach dem Gleis 9 3/4 und der Schaffner denkt sich, what the fuck? Was ist mit dir los, Junge? Das wird ziemlich sicher vor diesem Pfeiler hier gedreht worden sein. Das Rohr passt noch. Hinzugekommen sind allerdings so zwei, was auch immer das ist. Sind das Überwachungskameras? Sind das Lampen? Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Und auch hier sehen wir dann nochmal, links neben dem Schaffner, unter dem Dach, die Fenster in der Filmszene sind deutlich kleiner, als sie hier in der Realität sind. Und ich weiß wirklich nicht, was da passiert ist. Vermutlich wurden sie saniert, aber manche Dinge bleiben vielleicht auch einfach ein Geheimnis. Kleiner Servicehinweis noch zum Schluss, wenn ihr diesen Ort hier auch besuchen wollt. Ich sag mal so, es hat schon seinen Grund, warum die das Gleis 9 3/4 an einen anderen Ort gebaut haben, als an den Ort, wo es tatsächlich gedreht worden ist. Die wollen natürlich nicht, dass man hier den Bahnsteig blockiert und da die ganze Zeit rumsteht und Fotos macht, klar. Und man kommt tatsächlich auch nur an diesen Ort, wenn man ein gültiges Bahnticket hat. Also das solltet ihr auf jeden Fall im Hinterkopf haben, wenn ihr diesen Ort besuchen wollt. Bevor es weitergeht zu unserem nächsten Drehort, wird es Zeit, einen kleinen Dank auszusprechen, und zwar an den Sponsor des heutigen Videos, der diese Harry Potter Drehort-Tour hier in London möglich gemacht hat. Und das ist Busuu.
Ihr wisst ja, ich mache hier auf meinem YouTube-Kanal viel mit Sprachen. Mein Kanal ist ja bilingual, also ich mache sowohl deutsche als auch englische Videos. Und ich habe mir tatsächlich in Vorbereitung auf diese Harry Potter Drehorttour alle Filme mal einmal in Englisch angeguckt. Einfach mal, um diese Fachbegriffe aus der Zauberwelt mal auf Englisch kennenzulernen. Man weiß ja nicht, wofür man es mal braucht, ne? Vielleicht fliegt hier mal ein Dementor lang oder so. Wenn ihr eure Lieblingsfilme oder Serien auch mal in Englisch oder in einer anderen Sprache sehen, hören und vor allem verstehen wollt, dann ist Busuu die richtige Adresse für euch. Das ist nämlich eine Sprachlernplattform. Hier könnt ihr ganz einfach und spielerisch die Sprache lernen, die ihr schon immer mal verstehen wolltet, oder ihr frischt einfach euer bestehendes Wissen auf. Zur Auswahl stehen eine ganze Reihe von Sprachen, beispielsweise Spanisch, Japanisch, Französisch, Italienisch, Arabisch, Polnisch, Chinesisch und Portugiesisch. Ich habe mich mal für Niederländisch entschieden, habe ja inzwischen auch einige Follower aus Holland, schöne Grüße. Und so sieht das dann ungefähr aus. Ihr lernt also wirklich in kleinen Häppchen, also hier zum Beispiel, wie man sich auf Niederländisch richtig begrüßt. Und dann könnt ihr euch immer weiter so durchklicken und auch jederzeit wieder aufhören, wenn ihr möchtet. Ist also ein sehr einfacher Umgang und man verliert nicht gleich die Motivation, weil man da so riesige Aufgaben vor sich hat. Wenn ihr eure Sprachkenntnisse allerdings intensivieren wollt, dann ist das bei Busuu natürlich auch möglich. Ihr könnt hier auch echte Unterrichtsstunden mit echten Muttersprachlern machen und da lernt ihr dann nicht nur die Sprache, sondern bekommt auch echtes Feedback von echten Menschen. Wenn ihr Busuu auch einmal ausprobieren möchtet, gar kein Problem. Unten in der Videobeschreibung findet ihr einen Link und dann könnt ihr die Plattform 7 Tage lang kostenlos testen. Viel Spaß dabei und ich würde sagen, wir gehen jetzt weiter zum nächsten Drehort. Mein Gott, was ein Wetter. Nur ein paar Kilometer entfernt von der King's Cross Station finden wir diese typische britische Wohngegend. Naja, nur in der Realität ist es eine typisch britische Wohngegend, denn im Film ist das hier der Ort, an dem Sirius Black wohnt, in einem geheimen Haus, was man irgendwie magisch aufschieben kann. Und außerdem auch ja der Haupttreffpunkt von Harry und seinen ganzen Freunden und der Weasley-Familie. Mal gucken, ob es uns auch gelingt, dieses Haus hier frei zu zaubern. Ja, ihr werdet es nicht glauben, aber schaut mal hier. Ich habe es tatsächlich geschafft. Naja, nicht ganz. Tatsächlich muss man dieses Haus nicht freizaubern, denn es steht einfach ganz normal hier an der Straße. Und es sieht tatsächlich auch noch so aus wie im Film. Ja, im Film wurde es natürlich in der Nacht aufgenommen, deswegen ist es ein kleines bisschen schwierig, das hier zu vergleichen. Aber man sieht ganz eindeutig, schaut mal unten, es ist so ein bisschen weiß abgesetzt. Dann oben geht es weiter mit Backstein. Wir sehen auch heute noch hier diese wunderschönen, typischen britischen schwarzen Türen. Eine ist rot. Dann auch diese typisch britischen Zäune und Treppengeländer. Da geht richtig mein Herz auf. Und auch die Laternen sind noch da, die hier in der Filmszene sogar angeschaltet sind, weil es ja Nacht ist. Genau, die stehen auch heute noch an der Straße. Hier sehen wir die allererste Szene, die zu sehen ist in dem Film. Und das ist das Wohngebiet von dieser Seite aus gefilmt. Und auch hier sehen wir, abgesehen davon, dass es heute natürlich taghell ist, ja, da hat sich auch nicht so wahnsinnig viel verändert. Die Häuser stehen da noch alle genauso rum. Dieser Baum da rechts hat heute natürlich keine Blätter, aber auch der ist noch da zu sehen. Genau, typisch britische Wohngegend. Würde ich auch gern wohnen. Witzigerweise, schaut mal hier dieses Fenster. Das könnte exakt dasselbe Fenster gewesen sein. Ich glaube, es ist es sogar tatsächlich. Und die Bewohner haben da tatsächlich immer noch diese Rollos. Ne? Das sind exakt dieselben, offenbar. Hier sehen wir jetzt Professor Moody und die gesamte Gang, wie sie von diesem Park aus aufs Haus zukommen. Da oben sehen wir auch, ja, hier geht so eine kleine Treppe runter, offenbar. Da sind die dann wohl hergekommen. Und dann hat Professor Moody ja einmal mit seinem Stock auf den Boden geklopft und dann hat sich quasi das versteckte Haus aufgemacht. Und eine Sache möchte ich auch noch erwähnen, die kommen ja hier aus diesem Park und gehen da durch so ein Tor durch. Dieses Tor ist in der Realität abgeschlossen, man kommt auf dieses Areal irgendwie nicht drauf. Aber gut, das sind ja Zauberer, die werden da sicher ihren Weg gefunden haben. Der nächste wichtige Ort hier in London ist natürlich die Winkelgasse, also der Ort, wo Harry Potter zum allerersten Mal mit der Zauberwelt in Berührung kommt. Das Problem ist, die Winkelgasse existiert leider in der Realität nicht. Die wurde in einem Studio gebaut. Was aber durchaus existiert, ist der Eingang zur Winkelgasse hier in der ganz klassischen Muggelwelt. Mal schauen, ob wir den finden.
Ja, gedreht wurden diese Szenen im Leadenhall Market. Das ist eine wunderschöne, überdachte Einkaufsstraße aus dem 14. Jahrhundert. Und hier befindet sich auch die Tür zum tropfenden Kessel, was ja dann wiederum der Eingang zur Winkelgasse ist. Und da muss man wirklich ganz genau suchen, wenn man die finden will, denn sie sieht heute überhaupt gar nicht mehr so aus wie im Film. Und das hier ist ja tatsächlich der Eingang vom tropfenden Kessel und wir sehen schon hier, es ist nichts mehr davon übrig, ja, was damals im Film zu sehen war, denn diese komplette Fassade hat man offenbar neu gemacht. Nicht nur diese Holztür, die im Film noch zu sehen ist, sondern auch links sämtliche Fenster sind jetzt weiß, da hat man wohl alles komplett einmal auseinandergenommen und wieder neu zusammengeflickt. Den einzigen Anhaltspunkt, den wir hier an dieser Szene noch haben, ist tatsächlich diese Tür rechts, denn die hat sich tatsächlich nicht verändert. Wir sehen diese Wand, diese gelb gestrichene Wand, auch mit noch diesem merkwürdig gestrichenen Emblem drauf. Und wir sehen auch diese Holztür noch, auf der im Harry Potter Film More Books Upstairs steht. Ich glaube nicht, dass es hier damals tatsächlich einen Buchladen gegeben hat, sondern das ist ja einfach dem Buch von J.K. Rowling nachempfunden. Und demnach befindet sich der tropfende Kessel für Muggel unsichtbar zwischen einem Buchladen und einem Musikgeschäft. Tatsächlich ist dieses Geschäft hier übrigens ein Optiker. Also nichts davon stimmt. Es gibt aber auch noch andere Szenen, die hier im Leadenhall Market gedreht worden sind. Zum Beispiel diese hier, wo Harry und Hagrid diese Straße entlang laufen und sie reden, glaube ich, darüber, welche Produkte Harry so für die Schule braucht. Genau, das wurde von hier gefilmt. Links war, wenn wir das im Film hier richtig sehen, früher mal ein Gemüsegeschäft. Heute befindet sich in diesem Gebäude ganz hipstermäßig ein Bowl-Laden. Da kann man dann richtig tolles, fancy Zeug essen, was es damals vor 20 Jahren natürlich noch nicht gegeben hätte. Hier sehen wir dann den Gegenschuss, der angeblich an genau dieser Stelle entstanden sein soll, aber hier hat man nicht ganz aufgepasst oder man hat zumindest nicht bedacht, dass 20 Jahre später so ein Verrückter wie ich hier vorbeikommt. Denn Hagrid läuft eigentlich an einer ganz anderen Hausfassade vorbei, nämlich an den Hausnummern 45 und 44, die sich ganz woanders befinden. Hier an dieser Stelle befinden sich die Hausnummern 65 und 64. Der andere Gegenschuss allerdings passt dann wiederum. Harry läuft an diesem Geschäft hier vorbei, was inzwischen leider leer ist und wie wir diesem Schild entnehmen können, was an der Tür hängt, ist man wohl umgezogen. Man hat da den Mietvertrag nicht verlängert. Früher war das wohl, was ist das wohl gewesen, ein Weinhändler oder sowas. Da sind auf jeden Fall im Schaufenster sind so Weinflaschen zu sehen. Seht ihr das? Oder war das ein Kiosk, wo es alles Mögliche gab? Keine Ahnung, wer weiß das schon. Heute ist dieses Gebäude leider leer. Und ein paar Schritte weiter läuft Harry dann, und da sieht man dann tatsächlich, wie alt dieser Film tatsächlich schon ist, an einem Geschäft vorbei, wo ein großer, alter Computerbildschirm, so ein richtiger Röhrenmonitor, noch im Schaufenster steht. Ja, sowas wird man hier heute natürlich nicht mehr sehen. Heute ist das hier ein Sushi-Laden, da kann man dann Sushi essen, genau. Aber früher muss das hier eigentlich auch schon irgendwie ein Restaurant oder sowas gewesen sein, weil wir sehen in dieser anderen Szene ja, da sitzen auch Leute vor diesem Geschäft davor. Deswegen vermute ich, dass man auch damals da schon zumindest irgendwas zu essen bekommen hat. Kleiner Funfact, es gibt tatsächlich noch einen zweiten Eingang zum tropfenden Kessel und der befindet sich an einem völlig anderen Ort. Ihr erinnert euch vielleicht noch an den dritten Harry Potter Film, der Gefangene von Azkaban. Da wird ja Harry vom fahrenden Ritter abgeholt, der ihn dann am Ende am tropfenden Kessel absetzt. Und dieser Ort befindet sich nicht im Leadenhall Market wie eben, sondern diesmal an dem Ort direkt hinter mir im Borough Market. Und das hier ist der Beweis, der fahrende Ritter brettert in vollster Geschwindigkeit da hinten um diese Kurve drum und fährt dann in diese Straße rein. In der Realität ist diese Straße tatsächlich für den Autoverkehr gesperrt, weil hier eben Marktbetrieb ist. Der Borough Market ist einer der ältesten Lebensmittelmärkte Londons aus dem 13. Jahrhundert und tatsächlich auch schon in einigen anderen Filmen zu sehen gewesen, zum Beispiel auch bei Bridget Jones oder eben hier in Harry Potter und der Gefangene von Azkaban. In dieser Szene hier sehen wir das nochmal aus einer anderen Perspektive. Wir sehen hier diese Brücke, unter der der Bus
herfährt. Ist ein bisschen knapp, ehrlich gesagt. Das war ja ein Trippeldeckerbus, wenn ich mich richtig dran erinnere. Ne? Und diese Brücke ist tatsächlich relativ tief. Ob die das wohl unfallfrei hinbekommen haben. Auf der rechten Seite sehen wir im Film einen Buchhändler. Third Hand Book Emporium heißt er dort im Film. In der Realität sehen wir hier ein Café, Arthur Hooper's. Es gibt Cheese, Wine, Bar, Snacks, Small Plates, Private Dining, also nichts mit Buchshop. Und daneben sehen wir dann auch nochmal einen schönen kleinen Pub und auch links daneben ein Restaurant, was hier in der Filmszene überhaupt gar nicht zu sehen ist. Da sieht das einfach nur aus wie so eine dunkle, schmuddelige Ecke, wo wirklich überhaupt nichts los ist. In Wirklichkeit ist das hier wirklich ein kleines, belebtes Viertel, wo man wirklich echt gut essen kann und Lebensmittel kaufen kann. In dieser Szene sehen wir dann, wie der Bus volles Rohr gegen ein Auto brettert, was dann wiederum den Alarm auslöst. Das wurde an dieser Stelle gefilmt. Da sehen wir dann auch nochmal, in der Realität befinden sich hier eben 2 kleine Restaurants. Im Film war es ein Buchshop. Da steht auch nochmal, wie wir hier sehen, Old and Rare Books. In Wirklichkeit, wie gesagt, ein Café. Das ist der Blick aus dem Bus heraus. Das wurde dann von hier ungefähr gefilmt. Wir sehen die Häuser im Hintergrund. Hier auf der Straße hat dieses Restaurant Tische und Stühle aufgebaut, wo man sich hinsetzen kann. Hier von der anderen Seite, der Nachtbus fährt in voller Geschwindigkeit von dannen. Das Auto steht da noch rum, was gerammt wurde. Das sehen wir hier heute natürlich nicht. Stattdessen ist hier so eine Balustrade aufgebaut aus Paletten von diesem Café. Ja, und Harry geht dann links in den tropfenden Kessel rein. Es ist nicht so ganz klar, welche Tür er da jetzt in der Realität nimmt. Möglicherweise gar keine, denn der tropfende Kessel ist für uns Muggel ja sowieso nicht zu erkennen. Ihr könnt euch vielleicht noch an die Szene erinnern, wo Harry ins Zauberministerium geladen wird, weil er verbotenerweise vor einem Muggel gezaubert hat, Dudley. Er wird auf seinem Weg dann von Mr. Weasley begleitet und beide fahren dann eine U-Bahn-Station runter und Mr. Weasley ist komplett verwirrt von diesem ganzen technischen Muggelzeug, was da rumsteht. Und all diese Szenen wurden gefilmt in der Westminster Station, die sich direkt hinter mir befindet. Und hier sehen wir dann in einer ersten Szene, wie diverse Leute eine Rolltreppe runterfahren und ich glaube sogar Mr. Weasley und Harry Potter fahren darunter, wenn ich mich richtig erinnere. Was übrigens nicht ganz so viel Sinn macht, denn diese Rolltreppen muss man tatsächlich erst runterfahren, wenn man zur U-Bahn selbst will. Erstmal käme tatsächlich der Ticketautomat und so weiter und so fort und erst dann fährt man runter. Also ist das chronologisch nicht so ganz sauber erzählt, wie auch immer. Was ansonsten ganz interessant ist, auf diesen Rolltreppen, also dazwischen befinden sich so Kästchen, auf denen Hinweise zu lesen sind und zwar der Hinweis, dass man doch bitte die linke Spur frei halten soll für Leute, die schnell runter oder schnell hoch müssen. Also rechts stehen, links gehen, was wiederum irgendwie interessant ist, weil ja England eigentlich ein Linksverkehrland ist. Also eigentlich müsste es ja andersrum sein, ne? Also links stehen, rechts gehen. Keine Ahnung. Die spinnen, die Briten. In dieser Szene sehen wir dann die Ticketautomaten, die im Film immer noch genauso aussehen wie in der Realität. Wenn ich mich richtig erinnere, musste Mr. Weasley tatsächlich ein Ticket in diesen Schlitz reinschieben und das hat dann bei ihm für große Verwirrung gesorgt. In der Realität ist es so, es gibt diese Schlitze zwar, ich glaube aber, wenn ich das richtig verstanden habe, sind die für Einzeltickets gedacht. Es gibt auch noch so ein anderes Element auf diesen Ticketautomaten, das ist auch schon im Film zu sehen, und zwar diese gelben, runden Dinger. Das sind Lesegeräte, da kann man quasi seine Kreditkarte oder sein Handy draufhalten und dann wird automatisch abgerechnet und diese Automaten öffnen sich. Was man da ebenfalls drauflegen kann, das habe ich zum Beispiel benutzt, ist die Oyster Card, also eine Prepaid-Karte, die man einfach auflädt und dann legt man die immer überall, ob man jetzt im Bus oder in der Bahn einsteigt, auf diese Dinger drauf und dann wird quasi automatisch der Weg berechnet und über diese Karte abgerechnet. Ja, also hätte sich Mr. Weasley eine Oyster Card oder hätte der irgendwie eine Kreditkarte gehabt, dann wäre es wahrscheinlich ein bisschen einfacher gewesen. Die hätte er nämlich nur oben drauf legen müssen und nicht in den Schlitz reinschieben müssen. Hier sehen wir das Ganze auch nochmal aus einer anderen Perspektive. Ich bin jetzt nicht ganz so nah rangegangen, verständlicherweise. Da sind ja Leute, die da auch ihre Fahrkarten lösen und so weiter. Die möchte ich jetzt nicht in Nahaufnahme filmen, logischerweise. Genau, aber da sehen wir nochmal Mr. Weasley in der Nahaufnahme, wie er versucht, dieses Gerät zu bedienen.
Wenn wir uns die Baukonstruktion dieser U-Bahn-Station angucken, auch da hat sich nicht viel verändert. Da hinten ist so ein Glaskasten zu sehen und auch die Decke und so weiter und so fort mit den Lampen. Das ist alles genauso wie damals. Und nur wenige Gehminuten entfernt von der Westminster Station befindet sich auch der Eingang zum Zauberministerium, der ja im Film eine typisch britische Telefonzelle war. In der Realität steht die hier nicht mal. Ja, und nicht nur die Telefonzelle fehlt hier in der Realität, tatsächlich fehlt auch diese Brücke, die in diesem Film zu sehen ist, wenn ihr da mal schaut. Und das wundert mich auch tatsächlich ein kleines bisschen, weil diese Brücke im Film ja auch überhaupt gar keine Rolle spielt. Ne? Also da steht einfach nur diese Telefonzelle daneben. In Wirklichkeit ist dort ein Eingang von diesem Gebäude zu sehen. Ja, im Film hat man dann da einfach als Kulisse quasi so eine Brücke hingebaut. Warum auch immer. Wenn wir ansonsten mal hier auf die Filmszene schauen und auf die Realität, die Farben haben sich so ein bisschen geändert. Ne? Diese Tore, die waren so ein bisschen grün. Möglicherweise hat man das auch so nachbearbeitet, keine Ahnung. In der Realität jedenfalls sind sie grau. Und man hat offenbar ein bisschen was für die Sicherheit getan, denn über diesen Bordstein führen jetzt so Sicherheitspömpel, dass man da irgendwie nicht reinfahren kann, offenbar. Genau, die sind alle im Film nicht zu sehen. Möglicherweise hat man sie auch für den Film abgebaut, was ich mir aber ehrlich gesagt nicht vorstellen kann. Die sind wahrscheinlich einfach damals nicht da gewesen. Hier sehen wir das Ganze nochmal aus einer anderen Perspektive. Auch da sehen wir nochmal diese Brücke, die als Kulisse über die Straße führte. Die ist heute tatsächlich nicht da. Alles andere ist allerdings auch so, wie es im Film gezeigt wird. Das Gebäude sieht noch so aus, die Straße sieht noch so aus und auch die Gebäude rechts auf der Seite, die sehen auch alle noch so aus. Selbst die Laternen sind exakt dieselben wie auch im Film. Hier nochmal aus einer etwas anderen Perspektive gefilmt. Da sehen wir, in der Realität wird gerade da hinten an einem Gebäude gebaut. Das war damals noch nicht so. Das ist momentan komplett verkleidet und ein ganzes Gerüst und so weiter steht davor. Ja, hier sehen wir auch nochmal ganz gut, da wo die Telefonzelle steht, da steht auch eigentlich eine Laterne am Straßenrand. Ja, auch die hat man entweder wegretuschiert oder abgebaut. Das kann ich mir fast nicht vorstellen, ehrlich gesagt. Genau, aber die ist auch hier in der Filmszene nicht zu sehen. Ja, auch in anderen Szenen aus den Harry Potter Filmen spielt diese Szenerie hier eine Rolle. Zum Beispiel hier, wo Harry, Hermine und Ron einen kleinen Anschlag, in Anführungsstrichen, auf das Zauberministerium planen. Da sehen wir Ron, wie er quasi um die Ecke hier guckt. Und genau, das wurde von hier gefilmt. Und auch hier, ziemlich interessant, schaut euch mal da hinten, hinter der Laterne dieses Gebäude an. In der Realität fehlen da diese 3 großen Fenster. Die gibt es einfach nicht. Die hat man da offenbar für den Film reingezaubert. Keine Ahnung, warum man sowas macht. Nur damit es schöner aussieht. Also ich kann mir jedenfalls nicht vorstellen, dass da in den letzten 3-4 Jahren irgendwie das Gebäude neu gebaut wurde. Das sieht mir auch nicht so aus. Also da hat man wohl einfach wirklich 3 Fenster hinretuschiert. Warum auch immer man das macht, keine Ahnung. Alles andere in dieser Szenerie allerdings, schaut mal da, passt. Also links ist auch so eine Mauer zu sehen, die sieht man auch im Film. Die Straße sieht ungefähr gleich aus, genau. Und ja, auch das Haus, vor dem Ron da steht. Erinnert ihr euch noch an die Farbe des Tores, die sich verändert hat hier? Ja, in diesem Harry Potter Teil ist das Tor ein völlig anderes. Jetzt ist es braun und hat auch noch eine Tür links. Das ist natürlich in der Realität überhaupt gar nicht so. Ron bindet sich den Schuh vor diesem Haus. Das wurde hier gefilmt. Ja, und hier fällt die gute Frau dann in Ohnmacht. Das ist hier gefilmt worden. Das Schild mit der Überwachungskamera, das ist tatsächlich immer noch da. Nur aus dem DST, was links zu sehen ist heute das Department for International Trade geworden. Und hier nochmal aus dieser Perspektive, genau da hinten wird gebaut und rechts das Tor. Ja, das hat heute definitiv eine andere Farbe und vor allem keine Tür. So, bevor mich dieser Sturm jetzt hier endgültig wegweht, wird es Zeit für unseren letzten Drehort für heute und das ist die Lambeth Bridge. Dieser Ort spielt ebenfalls eine große Rolle in der Szene mit dem fahrenden Ritter. Vielleicht könnt ihr euch noch daran erinnern, dieser Bus macht ja auf seiner Route ein paar
ungewöhnliche Zwischenstopps. Und einer dieser Zwischenstopps ist hier auf der Lambeth Bridge. Und das ist der Ort, wo sich dieser Bus zwischen zwei typisch roten Londoner Muggelbussen durchquetscht. Ich zeige euch mal die Szenen. Ja, entschuldigt bitte diese etwas wackelige Kameraführung hier. Also es war wirklich unfassbar stürmisch an diesem Tag. Und ich hatte wirklich ein bisschen Probleme hier, mein Handy gerade zu halten. Egal, ich hoffe, ihr könnt trotzdem erkennen, was ich hier meine. Von hier wurde diese Szene mit dem Nachtbus, mit dem fahrenden Ritter gefilmt. Wir sehen dieses Denkmal, was übrigens an beiden Brückenenden steht. Und wir sehen auch rechts diese historischen Gebäude, eine Kirche und noch so ein anderes schlossartiges Gebäude. Das ist auch alles hier auf dieser Nachtbus-Szene zu sehen. Und dann brettert der fahrende Ritter volles Rohr auf die Brücke drauf. Hier auf dieser Szene sehen wir dann, wie der Bus sich zwischen den Doppeldeckerbussen durchquetscht. Und was auffällt, ist, dass hier auf der Brücke heute nicht diese Lichterketten zu sehen sind. Und ich frage mich gerade, ob die für den Film dort angebracht worden sind oder ob das möglicherweise so in der Weihnachtszeit oder so gedreht worden ist, dass das möglicherweise hier zur Weihnachtszeit so schön angeleuchtet wird. Ja, also das weiß ich jetzt nicht so genau, aber es würde diese Brücke definitiv etwas aufwerten, weil so wahnsinnig schön ist sie, ehrlich gesagt, nicht. Hier sehen wir das Ganze von oben gefilmt und aus dieser Perspektive, ja, das wird ungefähr von hier gefilmt worden sein. Wir sehen hier so ein bisschen die Skyline von London am Ufer der Themse, die man auch hier natürlich im Hintergrund sieht und den Bus, der sich über diese Straße hier schlängelt. Ja, und auch diese Szene möchte ich euch nicht vorenthalten. Das wurde von hier gefilmt. Wir sehen nämlich im Hintergrund diese beiden recht imposanten Gebäude. Das, was wir leider nicht sehen, sind die Lichterketten entlang der Brücke und natürlich auch der fahrende Ritter, den wir als Muggel wohl niemals zu Gesicht bekommen werden. Schade. So, da sind wir wieder. Zurück im Hotel. Ey, das war ein Sturm heute. Ich sag's euch. Ohne Witz. Aber es hat auch sehr viel Spaß gemacht. Und ich kann natürlich nicht an einem Tag alle Harry Potter Drehorte zeigen, die man hier so entdecken kann. Es gibt noch viele weitere in London und es gibt natürlich auch noch sehr viele weitere im Rest von UK. Ich weiß nicht, hat euch dieses Video gefallen? Dann schreibt es mir doch gerne mal unten in die Kommentare und wenn ihr wollt, dann machen wir irgendwann noch mal eine zweite Harry Potter Drehort-Tour. Ich hätte auf jeden Fall Spaß und vielleicht ihr ja auch. Wenn euch dieses Video gefallen hat, lasst auch sehr gerne einen Daumen nach oben da und ihr könnt auch diesen Kanal abonnieren und die Glocke drücken, dann verpasst ihr kein weiteres Video. Und wenn ihr meine Arbeit unterstützen wollt, dann findet ihr unten in der Videobeschreibung einen Patreon-Link und ihr könnt natürlich auch Kanalmitglied werden hier auf YouTube. Dann gibt es exklusive Inhalte und neue Videos vor allen anderen. Das war's jetzt aber für heute. Ich sag Tschüss und bis zur nächsten Reise.